haben mich TJ und Pia besucht. TJ ist ein super tolles, erfahrenes Modell, mit der ich schon lange shooten wollte. Pia, ihr Mann, hat vor einem Jahr mit der Fotografie angefangen und ich bin total begeistert, wie viel Neugier und Leidenschaft er in das neue Hobby steckt. Er erinnert mich an mich selber vor 4 Jahren, glaube ich jetzt. Ne? Wir haben den Tag genutzt, um Pia auch ein bisschen was beizubringen und haben auch die Lichtsituation bei denen zu Hause nachgestellt. Und dann habe ich ihm Tipps gegeben, wie ich quasi in den Situationen fotografieren würde. Und ich denke mal, dass es euch auch helfen würde. Deswegen kommt das Video dazu. Und nun, los geht's! In diesem Video heute wollte ich mal wieder zeigen, wie man zu Hause ganz einfach tolle Porträts schaffen kann. Und das ohne, dass man Blitzausrüstung dafür benötigt. Ich habe ganz bewusst diesmal einen anderen Raum benutzt, und zwar einen ohne Balkon. Mein Schlafzimmer, so dass ich euch zeigen kann, wie man auch mit normalen Fenstern arbeiten kann. Und schon geht's zum ersten Setup. Bevor ich mit einem Shooting anfange, analysiere ich immer das Gesicht meines Modells. TJ hat sehr ausgeprägte Wangen- und Kieferknochen. Die Wangen, die wollte ich in den Fokus rücken und deswegen war mir klar, dass das Licht von oben kommen muss, damit Schatten unter den Wangen entstehen und diese hervorgehoben werden. Ich hätte natürlich auch das schmeichelhafte Frontallicht nutzen können, was ja ein Gesicht sehr schön ausleuchtet, aber das hätte den Fokus nicht auf die Wangenknochen gelegt. Ich habe extra ein Foto auch davon gemacht, damit ihr mal im Vergleich sehen könnt, damit ihr versteht, wie ich arbeite. Um das Licht von oben zu richten aufs Modell, musste sie nach unten. Das heißt, ich habe sie auf den Boden gesetzt und man sieht ja, das Fenster fokussiert das Licht nach unten. Es entsteht so eine Art Butterfly Lighting. Butterfly heißt es, weil es die Schatten unter der Nase in Form eines Schmetterlings ergibt. Hier ist das nicht zu 100%, aber es ging halt nicht anders mit meinem Licht. Ich werde euch jetzt verschiedene Varianten zeigen, die ihr mit diesem Licht durchführen könnt und welche Ergebnisse daraus entstehen. Als erstes habe ich das Setup so wie es ist verwendet. Also sie sitzt auf dem Boden, das Licht kommt von oben. Was erzielt man? Man kriegt richtig schöne Schatten und hat eine dramatische Stimmung. Nachteil ist, dass auch Schatten unter den Augen entstehen. Die habe ich in der Nachbearbeitung kaschiert. Hier zeige ich euch die Ergebnisse und danach wechseln wir zu der ersten Modifikation. Can feel it coming, coming, hear it calling, calling, siren. Ihr habt gesehen, das gibt schon mal richtig schöne Ergebnisse. Was können wir noch machen? Wir können einen Reflektor von unten verwenden, um die Schatten unter den Augen aufzuhellen. Natürlich werden dadurch alle Schatten aufgehellt, sodass die Stimmung nicht ganz so dramatisch ist. Aber trotzdem gibt es richtig schöne Ergebnisse. Hier seht ihr die mit einem Silberreflektor. Und jetzt kommen wir schon zur nächsten Modifikation. Wie ihr sehen könnt, hat der Silberreflektor die Schatten auch unter dem Wangenknochen ja etwas gemildert. Und die wollte ich aber gerne haben. Deswegen habe ich mich entschieden, 2 Abschatter seitlich zu positionieren. Abschatter könnt ihr alles benutzen, schwarzen Stoff, die schwarze Seite vom Reflektor oder auch einfach schwarzen Papier. Das Licht wird von dem schwarzen Stoff absorbiert und nicht zurückreflektiert, so dass die Schatten... Oh, hi Stinky! So dass die Schatten betont werden. Den Reflektor habe ich aber unten drunter gelassen und da könnt ihr sehen, welche tollen Ergebnisse wir damit erzielen können. Say, I hold on to the edge.
So, mit diesem Setup hatten wir jetzt TJ ja sehr nah am Fenster positioniert, weil ich halt einen schnellen Lichtabfall kreieren wollte. Jetzt wollte ich aber auch gerne ein paar Ganzkörperaufnahmen oder wo wir mehr drauf haben. Also was habe ich gemacht? Ich habe TJ weiter weg vom Fenster positioniert. Ich wollte aber trotzdem wieder Schatten erzeugen. Deswegen habe ich sie leicht schräg zum Fenster positioniert, sodass wir ein Rembrandt-Licht erreichen können. Und dann auf dem Stuhl arbeiten lassen. Ich habe grundsätzlich im ganzen Shooting TJ animiert, dass er sich viel bewegen soll und habe dann mit der Serienaufnahme fotografiert. Warum mache ich das? Bewegung bringt Dynamik und Lebendigkeit ins Bild. Und so gibt es die tollen Effekte dazwischen. Und die können wir mit der Serienaufnahme einfangen. Hier sind die Ergebnisse. Wir haben eine Rembrandt-Position, weil wir sie 45 Grad. Siehst du das? Das hier, manchmal das Foto. So. Dass du hier dieses Lichtdreieck hast, ne, dass da dunkel ist und dann hast du quasi fast das Lichtdreieck. Und die Seite ist im Hellen, ne? Und das ist das typische Rembrandt-Licht. Das ist halt ein sehr schönes dreidimensionales Licht, weil du halt Schatten hast und Licht. Wenn sie sich jetzt, dreh dich mal ganz gerade so, dass du, Moment, nach da guckst, ja perfekt, im Vergleich. Siehst du, jetzt hast du nämlich beides hell, weil sie jetzt genau frontal zum Licht ist. Und jetzt nur im Vergleich zum anderen, ne, für dich auch, dass du es siehst. Das ist das vorherige, wenn du schräg bist, hast halt hier Schatten und ein Lichtdreieck. Und wenn du frontal bist, hast du ein ganz flächiges Licht. Ne? Und ich mag es aber lieber, wenn du wieder so ein bisschen schräg bist, wie gerade eben. Stay right here. I've been waiting on this day for years. I'm home here in your arms. No more souvenirs, no more distance left to interfere. I'm home here in your arms. Wir sind jetzt schon über die Hälfte des Videos. Wenn euch dieses Video bis hierhin gefallen hat, dann freue ich mich doch sehr, wenn ihr mir ein Like oder einen Kommentar da lasst. Ein Abo fände ich natürlich auch super, dann könnten wir auch weiterhin gemeinsam auf fotografische Reise gehen. Und jetzt haben wir die Lichtsituation bei TJ und Pia nachgestellt. Dafür musste das Licht seitlich kommen und TJ quasi hier positioniert sein. Man kann natürlich an einem Fenster verschiedene Positionen einnehmen. Ganz wichtig ist, dass man das Modell am Anfang, also vom Fenster positioniert, sodass das ganze Fenster das Licht abgibt auf das Modell. Dafür musste ich aber, weil direkt ja der Schrank dahinter ist, einfach den Schrank als Hintergrund verwenden. Was habe ich gemacht? Ich habe den Stoff einfach über die Schranktür drüber gedrapiert, kann man sagen. So dass ihr seht, man braucht nicht immer fancy Hintergrundsysteme, um einen Hintergrund zu erschaffen. Was hatten wir jetzt? Jetzt hatten wir ein Split Lighting. Das heißt, die eine Seite vom Modell ist im Schatten und die andere, wo das Licht herkommt, ist im Hellen. Das gibt aber einen sehr dramatischen Effekt. Was können wir machen? Wir haben mehrere Möglichkeiten. Wir können zum Beispiel einen Reflektor auf der Gegenseite positionieren. Dafür habe ich jetzt einfach eine Styroporplatte verwendet, die in irgendeinem Paket mitgeliefert wurde. Da könnt ihr schon sehen, was für ein Ergebnis es ist. Was können wir noch machen? Wir können die Styroporplatte auch von unten verwenden, so wie vorhin, so dass wir die Schatten insgesamt auch unter den Augen minimieren können. Aber was wir noch machen können, ist, dass wir das Modell ein bisschen das Gesicht drehen, so dass es zum Licht guckt. Dann haben wir wieder dieses Rembrandt-Licht. Hier seht ihr ein paar Ergebnisse. And I'm never leaving, I told you from the start. Take me by the hand and I won't let go. Tell me once again what I already know. And for every moment in time, wherever I go, I want you by my side. Ich hoffe, dieses Video hat euch inspiriert und gezeigt, dass man mit Fensterlicht ganz tolle Ergebnisse erzielen kann. Man braucht kein Studio, man kann zu Hause einfach richtig tolle Porträts schaffen. Wollt ihr stattdessen mit Blitz arbeiten, dann klickt unbedingt auf das verlinkte Video. Da zeige ich euch nämlich, wie ihr damit auch richtig tolle Porträts machen könnt. Und jetzt sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.